Hi guys, I will work today here on my watercolor paper. Very, scruffy again, distressed and not neat, because I needed that again after all this precise and neat working for Christmas the last weeks. I needed that. I needed to get my fingers dirty, and do some of my distressedness stuff, and I really missed it. So, and what I do here, I'm using my heavy gesso and get it onto this piece of paper in a very textured way, put it on in a good layer, and then I make really texture into it with my palette knife here. And I will use a kebab stick. It's from the kitchen, yeah. It's a kebab stick, wooden stick, to get some scribbling into. So that's the base I wanted to have. That was planned actually. And you can see all the texture here, yummy texture. So, and I wanted to work with my Bistre. That's why I put the scribble into. I wanted to have the darkest places here, of course, in the scribbles, to get that it gets the depth. And I wanted to work distressed, so that's why I used my Bistre there. Perfect for that. It for those of you who won't or who don't know Bistre, it is natural pigments actually, bark, coal, plants, whatever they use. I know bark and coal, but all the other stuff I don't know. You can Google it. You will find the information. So, and it is not permanent. It's water soluble, but in a very scruffy way, in a very nice way. I love to work with that. So that's but first of all, I have different colors, and I work the darkest bits into my scribbling, and I then blend it out on the bottom and on the top. So what I do now, I'm going over with gesso, and the good thing is it's not water soluble, the Bistre, and the gesso picks up on it and it will soak through the gesso partially. But that's the look I was after. Look how distressed and dirty it already looks. That's absolutely fantastic. I really, really love this effect. So, and I will remove a bit more of the Bistre between the my letters, ja, scribbly letters later. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute nochmal ein Stück zeigen, das sehr, sehr, sehr viel Textur hat, sehr distressed ist, eben schmutzig und ja, so wie ich es einfach liebe. Jetzt so nach den ganzen Wochen Weihnachten mit diesen ordentlichen Arbeiten, habe ich das jetzt einfach gebraucht. Ihr habt ja vorher schon, das letzte Video war ja auch in dieser Art eben distressed gearbeitet. Aber ich brauche das im Moment einfach, meine Finger schmutzig zu machen. Und ich habe hier als Hauptmedium das Heavy Gesso wieder benutzt, einfach eine dicke Schicht aufgetragen und dann mit diesem Palettenmesser schöne Textur reingearbeitet, und dann hier mit diesem Holzstab, das ist so ein Barbecue-Stab, oder nicht Barbecue, wie sagt man dazu, Kebabs, wie sagen, Schaschlikstäbchen sagen wir, glaube ich, und dann eben so eine Fantasieschrift reingescribbelt da. Und das war meine Idee, weil ich wollte halt mit dem Bistre arbeiten. Das habt ihr gesehen. Das Bistre, das ist, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ein Naturpigment. Das wird ja aus Kohle, aus Rinde und so Pflanzenfasern gemacht. Ich weiß jetzt nicht so aus was genau allem. Ich weiß also definitiv Kohle und Rinde und Pflanzenfasern, aber wie und was. Ihr könnt das googeln und findet dann Sachen, aber es ist einfach so ein bisschen wie Aquarellfarbe. Es ist nicht permanent. Ja, es ist immer wieder wasserlöslich. Aber genau den Effekt wollte ich haben. Ich habe dann hier in der Mitte natürlich das meiste gelassen, da wo die Schrift war. Das wollte ich, dass es da am dunkelsten ist. Und habe dann mit Gesso wieder so ein bisschen bin ich drüber gegangen, und das Schöne ist, dadurch, dass es nicht wasserlöslich ist, das Gesso pickt das so ein bisschen auf und dann kommt das durch und dann macht das eben dieses schöne
uselige, schmutzige Aussehen. Genau das wollte ich. Und das liebe ich so, wenn ich mit Bistre arbeite. Dass du mit Gesso, wenn du damit arbeitest, so einen wunderschönen ollen Effekt kriegst. Und das ist immer wieder schön. Ich habe dann ja hier hinterher mit ein bisschen mit der Rolle drüber gearbeitet. Und jetzt habe ich hier noch so ein Stück, das habe ich schon ewig rumliegen. Ich habe so eine, das ist mit Fimo gemacht, hier mit diesem Fimo Light. Und habe dann so eine Form von einer Mauer. Und habe ich mal irgendwann gemacht, hatte ich noch liegen gedacht, jetzt ist die Zeit, es aufzubrauchen. Das wird jetzt so ein bisschen angepasst, angeglichen, auch mit so ein bisschen Distressed Farben. Und das kommt dann auf die Seite mit drauf. You know, I have this shape, or this wall shape from paper clay, made from paper clay, laying around a long time. I have this mold where of this wall, and I wanted to use it and didn't, so it was laying around. And I thought, after I stamped this wall, it's perfect for it to add this little thing to get rid of it finally. So, but of course I had to make it distress it. It looked, of course, too white, too clean, not really something I wanted to have on my little page here. And this stamped wall, I use the same sort of color to what I used on my wall. And when that's dry, I will go over with some gesso again. And it's, of course, covering a bit, but the paint gets picked up because I use this distress markers here. And they do the same sort of stuff when you go over with gesso. It's definitely not covering, it always comes through, and as I said before, I like this effect. Ich habe dann hier das gleiche gemacht auf meine gestempelten Mauern, noch mit diesen Distress-Markern, die den gleichen Effekt so ungefähr haben wie das Bistre mit dem Gesso, wie ihr hier sehen könnt, mit dem Gesso drüber, und dann kommt das doch wieder so etwas durch, dass du diesen Schmuddel-Look hast. Und ja, danach war mir natürlich, wie gesagt, vorher schon Schmuddellook. Das ist das, was ich hier wollte. Jetzt klebe ich die Mauern noch hier drunter fest, und es war mir unten in dem Teil nicht genug. Und ich hatte noch ein paar über, deswegen musste ich die da, noch angleichen. Das mache ich dann gleich und klebe die dann noch extra unten drunter. You know, I now glue my wall, and on the bottom part it wasn't enough for me, and I had these bits left over. I cut them off, so I used them for the lower part just to extend that, to have a bit of, yeah, I wanted even more texture down there. So that's why I do in the same way as I did the other ones here with the distress ink markers, and then glue them down later. Wie ihr seht, ich habe die hier in der gleichen Art behandelt wie die anderen, auch mit diesem Distress Ink Stiften, und werde die jetzt festkleben. Und ja, dann bin ich damit fertig. Jetzt wollte ich natürlich noch so einen Fokus haben. Und eigentlich wollte ich es so lassen, aber dann habe ich gedacht, Mauer, ja, dreckig und Mauer und so, da fiel mir dann wieder so ein Mauerblümchen ein. Habe mir dann mein Fimo Light hier rausgeholt und forme jetzt so eine Blume. Ganz simpel, sorry, nichts Besonderes, aber genau da greife ich auch dieses Distress-Thema wieder auf. Und das ist jetzt auch nicht schwierig, wenn man nicht anspruchsvoll ist, ist das nicht schwierig, so eine ganz einfache Blume da zu formen. Und das Fimo Light braucht nicht lang, braucht ja nur 10 Minuten in der Mikrowelle, das ist ja das Schöne. Ab dafür, und jetzt ist es fertig. Jetzt kommt so ein bisschen Versiegelung drauf, weil das Problem natürlich bei dem Fimo Light ist, das weicht wieder auf, wenn man da mit Flüssigkeiten drauf arbeitet. Und deswegen versiegle ich das immer erst hier mit so einem Varnish, Flüssigvarnish. You know, I needed the focal point. Actually, I wanted to leave it like that with the wall pieces, but then I thought, wall and distress, and so it's a wallflower. I thought I will make it, and I used my paper clay here, and very simple shapes. I wasn't after perfection because it wouldn't
be the right thing on my page. It's a distress page, so I wanted to have this distress flower. And 10 minutes in the microwave and it's dry. And then I went over with some varnish just to seal it, because it's paper clay. When you work on it with liquids again, it will soften and loses its shape, and that's what I didn't want. So sealed it and went over with my Bistre in both colors, the brown and the blue, and glued the little flower down. And that's it, actually. That's already the close-up. And I say thanks so very much for watching, guys. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. So I hope I see you very soon again with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please be careful, guys, stay healthy, and never forget to stay creative. So, ihr Lieben, ich werde euch hier schon, seht ihr das Close-Up, und auf die Blume habe ich dann im Prinzip die beiden Bistre-Farben drauf gemacht, hier dieses Braun und das Blau, und dann draufgeklebt, und das war's. Und ja, ich danke euch ganz, ganz lieb fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da, und über einen Kommentar würde ich mich freuen. Genau. So, und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder in meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Bitte passt gut auf euch auf, und bleibt gesund, und vergesst bitte niemals, immer schön kreativ bleiben. Also, bis dann, macht's gut. Tschüssi.